nächste Folge Hip-Hop-Digger. Nachdem das letzte Video meine Technik an ihre Grenzen gebracht hat und es mal wieder sehr lang im Ergebnis wurde, fasse ich mich heute kürzer und wahrscheinlich wird das in Zukunft eher die Norm. Ich suche hier immer noch etwas den Modus operandi. Das mal so zum Einstieg diesmal. Wir sind hier nun schon bei Folge Nummer 5 und bevor schon dieses Intro wieder zu lang wird, würde ich sagen, legen wir los. New York ist die Stadt. Wir schreiben April 1993. Die noch recht jungen 90er Jahre. East Coast Hip-Hop. Noch immer im Golden Age, bevor gefühlt alles glatt gebügelt wurde. U-Bahnen rattern, Kellerstudios flackern im Neonlicht. Überall entstehen Gruppen, die alle glauben, sie wären die Nächsten, die Geschichte schreiben. Leute wie A Tribe Called Quest oder De La Soul treiben den Sound. Ein großes Debüt schien das nächste zu jagen. Der Wu-Tang-Clan schaute bereits hungrig um die Ecke und machte sich daran, die Szene von hinten aufzurollen. Und dann tropft dieses Album hinein. Von 3 Typen, die niemand wirklich auf dem Schirm hatte. Heute rede ich über ein Album, das damals viele übersehen haben, aber das genau deshalb interessant ist. Das hier ist kein Überklassiker, aber ein echter Underground-Baustein. Und hier haben wir es. Trance of Culture mit ihrem Album Trance. Ja, die Vinylversion, wie ihr seht, bekam damals nicht mal ein Cover spendiert, weil es sich um eine Promo handelte. Die habe ich hier auch dastehen, immerhin im sogenannten Company Sleeve. Das war damals auch die einzige für mich zugängliche Version. Sie klingt aber sauber und dynamisch, von daher kein Problem für mich. Cover braucht man nicht unbedingt, ja. Trance of Culture haben kein Feuerwerk gezündet, keinen wirklichen Nachhall produziert. Sie haben eher so eine Art Rauch hinterlassen und der hängt heute noch irgendwo in der Luft der Golden Era. Ja, Mad Sounds Recordings, da erschien das Album. War zu der Zeit ein durchaus wichtiges Underground-Label, beziehungsweise wurde danach ein ziemlich wichtiges Label. Sublabel des Flaggschiffs Motown. Trance of Culture selbst waren ein Trio aus Harlem, Upper Manhattan, New York City, bestehend aus Grapevine, Nasty und DJ MOL und tatsächlich die erste Gruppe, die bei Mad Sounds unter Vertrag genommen wurde. Kein Hype-Motor dahinter, kein großes Label-Glitzern, einfach 3 MCs und ein Soundbild aus harten Beats, Jazz-Splittern und roher Straßenenergie. Heutzutage hört man von ihnen eigentlich nur noch von eingefleischten Hip-Hop-Fans, die versuchen, die Leute wissen zu lassen, dass es noch immer viele tolle Alben und Werke da draußen gibt, die es zu suchen und entdecken lohnt. Man muss sie nur finden. Dabei helfe dann ich gern, dafür ist dieser Kanal da und gern in Service. Vor diesem Hintergrund kann und meiner Meinung nach sollte jeder sein Radio ausschalten und aufhören, all den gehirnverwirrenden Mist zu verdauen, der sich heute schändlicherweise als Hip-Hop ausgibt. Hip-Hop war damals noch nicht in dem Maße Industrie, eher Experiment, Straße und Haltung. Ja, zurück zu Trance. Wie gewohnt höre ich mir jetzt das Album an und wir hören uns gleich.
Ja, Trance of Culture. Ich versuche den Sound mal zu fassen. Ja, hier bringt wirklich jedes Mitglied einen anderen Stil und eine eigene Note mit ein. Was sehr dazu beiträgt, dass es nie langweilig wird und immer eine Grunddynamik herrscht. Jeder hat definitiv sein Zeug zusammen, wie man so sagt, und bekommt Gelegenheit, am Mikrofon zu glänzen. Und obwohl ich keinen als überragenden Texter und Reimer bezeichnen würde, passen sie anständig zu den rauen und schweren Beats. Das Album ist wohlgemerkt komplett selbst produziert worden und das bringt auch echte Authentizität, wobei nichts gegen charakteristische und starke Produzenten der Zeit, wie DJ Premier, natürlich, Pete Rock, ebenfalls natürlich, Large Professor, Easy Mo B oder auch Q-Tip. Bonus und Überraschung gibt's dahingehend trotzdem etwas, denn kein geringerer als Lord Finesse, Mitglied der legendären Diggin' in the Crates Crew, hat die Songs Off and On und Valley of the Skins geremixed mit seinem typischen Bass und den typischen dreckigen Bläsern. Ist das wirklich typischer Diggin' in the Crates Sound. Beide sind auf dem Album. Das echte Original von Off and On gibt's aber nur auf der 12-Inch. Damit gehen wir ein bisschen genauer an den Sound und die Tracks des Albums. Die Laufzeit der 10 vollen Stücke liegt hier bei knapp 48 Minuten. Das passt sauber auf eine Scheibe, von daher gute Pressung, klingt alles dynamisch, klingt gut, kann man nehmen. Es gibt ein entspanntes Interlude gegen Ende, das recht improvisiert wirkt. Ja, hervorstechende Stücke sind einmal der Opener der zweiten Seite, eben das wunderbar dahinrollende Off and On auf dem Blind Alley Beat von den Emotions. Ja, und eben Valley of the Skins. Ja, Lord Finesse war nicht umsonst damals schon hoch angesehen als Produzent. Dieser Remix ist auch besser als das Original, muss man sagen. Aber auch der Rest der Tracks rumpelt trocken und roh durch die Boxen. Man sampelte Brand Nubian, die Beats sind durchweg super knackig, voller harter Snares, dicken Bässen und Crowdhooks. Let the Big Boys Play ist da ein gutes Beispiel. Hydra von Grover Washington hat es hier wieder mal geschafft in einen Song, genauso wie James Brown oder Bob James. Who Got My Back zum Beispiel nimmt geschicktes Tempo raus. Auch hier gibt es wieder einen Crowdhook. Den hat auch Hassel on the Iron Horse zu bieten, was überhaupt ein beliebtes Stilmittel in den 90ern war. Diese Crowdhooks hört man hier einige Male. Mad Flavor, Mad Style hat einen mitreißenden Swing drin. Klingt in meinen Ohren damit ein wenig nach frühen Brand Nubian Sachen, um nochmal Brand Nubian zu zitieren, was aber auch am allgemeinen Sampling liegt. Wirklich alles schön kompakt und stilbewusst. Ja, warum das alles heute noch zählt? Nun, es ist, würde ich sagen, eines jener Alben, das man nicht unbedingt wegen der Hits auflegt, sondern man hört es wegen der Zeitkapsel-Atmosphäre. Weil es Hip-Hop zeigt, allegorisch gesprochen, bevor alles erklärt, optimiert und penetrant vermarktet wurde. Es ist nicht perfekt, aber es ist echt. Und das ist oft mehr wert als jeder Blockbuster, um mal einen Quervergleich zu ziehen. Glühend gehypt, aber meist ziemlich hohlblendend, der auffällt, grell leuchtet, aber oft auch schnell wieder verglüht. Ich würde sagen, Trance of Culture haben einfach nie versucht, Geschichte zu schreiben. Und genau deshalb
ist dieses Album heute ein Teil davon. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Album, das den Test der Zeit weiter bestehen wird. Es ist schade, dass dies ihr einziges, wirkliches, reguläres Album geblieben ist. Ihr zweites kam dann 2 Jahre später als Promo-Kassette, wohlgemerkt, Kassette, falls das noch irgendjemand kennt, mit wenigen Kopien, die heute als echtes Sammlerstück gelten natürlich. Aber ein Teil von mir ist ehrlicherweise durchaus froh darüber. Denn es ist kein Geheimnis, denke ich, dass zu viele Crews ein fantastisches Debüt hinlegten und danach ging's ja dann eher nur noch bergab. Mittlerweile wurden die Sachen wieder ausgegraben, etwas aufpoliert und neu veröffentlicht, aber es blieb trotzdem eher was für Kenner. Natürlich blieb es auch dazumals großteils unter dem Radar. Hätte Lord Finesse nicht etwas beigesteuert, ich denke, es wäre auch heute noch unbekannter, als es ohnehin schon ist. Wo immer die Gründe liegen, in meinen Ohren funktioniert es auch heute noch sehr gut. Und diese authentische Aura macht es zudem sehr sympathisch. Also, wenn du 90s Hip-Hop nicht nur hören, sondern fühlen willst, dann ist es genau eine dieser Platten, die du ansteuern solltest. Als Bewertung bin ich hier bei einer sauberen 7,75 gelandet, was eben kein verstecktes Juwel bedeutet, aber trotzdem ein überaus solides und vor allen Dingen authentisches Stück 90s Hip-Hop. Ja, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Wie seht ihr das? Kennt ihr die Platte? Mögt ihr die Platte? Habt ihr eine Meinung dazu? Ist es wirklich eine Ausgrabung? Lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es ohne zu zögern. Vergesst auch nicht, den Abo-Button zu betätigen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, was hier passieren wird auf diesem Kanal. Das war's für heute. Wie immer, Liebe geht raus und bis bald.